Eine schnelle kleine Matchbox basteln. Das ist die Box Nummer 7 in meiner Reihe 24 Mini-Adventskalenderboxen. Wie ich sie gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Hier geht's weiter mit Mini-Boxen. Wir sind bei der Nummer 7 angelangt. Du erinnerst dich, letztes Jahr gab es diese großen Boxen und da gab es hier eine Matchbox. Eine Pop-Up-Matchbox. Pop-Up, genau, es poppt ab. Mein Englisch, weißt du, ist der Hammer. Wie du das Pop-Up baust, das kannst du im letzten Jahr in dem Video anschauen. Das verlinke ich dir natürlich hier. Jetzt gibt es die Mini-Box dazu. Die anderen Boxen hatten wir schon. Hier ist eine Facettenbox, dann die Facettenbox Würfel. Die hatten wir noch nicht. Die kommt als nächstes. Eine Alternativbox im Vergleich zu am letzten Jahr. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Erzähle ich dann, wenn es soweit ist. Okay, Matchbox ist von der Form her wie eine Streichholzschachtel. Kannst du jetzt natürlich in der Höhe anpassen, in der Breite, in der Länge. Kannst du noch kleiner basteln, wie auch immer. Lässt sich ganz einfach machen, wenn du das mal wissen willst, wie man was konstruiert, wenn man was verpacken möchte. Schreib mir das, dann mache ich da mal ein Konstruktionsvideo. Okay, es geht los. Wir brauchen den Papierschneider, mit dem man auch falzen kann, weil mit dem kann man einfach alles machen. Das ist also außer Kaffee kochen kann der alles. Okay, wir brauchen ein Stück Farbkarton. Ich habe zugeschnitten in den Maßen 7,2 mal 17,4 cm. Das wird außen unsere Hülle. Und für die Box innen drinne brauchen wir ein Stück Farbkarton in den Maßen 11 mal 13 cm. Ich habe da auch schon ein bisschen was vorbereitet, wie du siehst. Dann geht es einfach etwas schneller. Designerpapier brauchen wir auch. Und da habe ich mir ein Stück zugeschnitten aus meinem, du weißt ja, wir nehmen das im schönsten Licht. In den Maßen 15,2 mal 15,2 sind einfach 6 mal 6 Inch diese Designerpapierzuschnitte. Von so einem Quadrat schneiden wir uns einen Streifen ab. Ich habe 6,7 cm genommen und den teilen wir dann in kleine Elemente auf. Zur Deko habe ich hier aus der Schachtel nach Maß, glaube ich, heißt es, alles verlinkt. Ne? Es ist alles komplett verlinkt in meiner Beschreibung, wenn ich hier rumstotter, weil ich es wieder vergessen habe. Findest du in der Beschreibung unter dem Video noch einmal alle Materialien verlinkt. Außerdem die Maße komplett auf meinem Blog auch verlinkt. Wenn du Material kaufen möchtest, melde dich sofort gern bei mir. Kannst du alles über meinen Online-Shop bestellen oder direkt bei mir. Wie das geht, frag mich einfach. Okay, wir nehmen das Element 11 mal 13 cm. Ist egal wie rum. Wir machen reihum an allen 4 Seiten bei 3 cm eine Falzlinie. Und die letzte auch. Du siehst, ich habe hier schon was aufgeklebt, das heißt, hier gibt es Klebeflächen. Ich schneide mal hier ein. Ich mache das in der Form von außen an der kurzen Seite, jeweils bei den 3 cm bis zur ersten Kreuzung, gegenüberliegend auch. Du kannst es auch andersrum machen. Ich würde es nur nicht innerhalb dieser Art von Boxen variieren, weil das ist ein Schub. Und da macht es schon Sinn, wenn es gegenüberliegend parallel ist. Ich falte das hier mal so schnell. Kennst du auch schon, hier wird immer schnell gearbeitet. Klebeflächen sind die Quadrate. An denen könnte ich ein Millimeterchen abschneiden. Da habe ich hier natürlich schon meine Klebeflächen drauf. Mein doppelseitiges Abreißklebeband, aber das funktioniert trotzdem. Hier schneide ich ab. Auch hier musst du bedenken, hier an diesen Klebeflächen abschneiden, nicht hier an der sichtbaren Fläche. Passiert maximal einmal, dann nie wieder. Glaube mir, passiert auch mir. Ist mir schon passiert, ja. So ganz zum Anfang, ich sage nichts weiter. Dachte gar nicht, was alles so schief gehen kann. So, jetzt hier rechtwinklig aufkleben, Nummer 1 und Nummer 2 von der anderen Seite. Rechtwinklig. Warum haben wir das ein bisschen eingeschnitten? Damit jetzt oben nichts drüber steht, können wir so ein bisschen nach unten variieren. Ich habe ja mal so ein Wort des Tages im Video. Aktuell denke ich, es könnte heute das Wort bisschen werden. Ich hoffe, ich schenke mir das jetzt. Wenn ich hinterher dann mein Video angucke, aha, das ist das Wort des Tages. So, heute kein bisschen mehr. Jetzt die Seite hochklappen, das klappe ich schon mal nach innen, das letzte, und hier kommt wieder der rechte Winkel. Auch schön bündig machen das Ganze, weil es könnte schnell klemmen. Wir haben wirklich nur 1 mm Luft uns eingeplant bei der Banderole. Das
lege ich hier mal kurz drauf und schaue, ob das passt. Das passt. Also, bei meiner Banderole haben wir diesen Millimeter Luft immer wieder dazu gerechnet. Nochmal zur Wiederholung, 7,2. Du könntest auch 7,3 nehmen, dann steht hier einfach etwas mehr über, ja, dieses Element. Aber ich bleibe mal bei 7,2, in der Länge 17,4. Und den Streifen lege ich ein. Ich ziehe das Beinchen aus, schauen wir. Und wir fangen an bei 5,1. Okay. Falzlinie. Weiter geht's bei 8,2. Bei 13,3 und bei 16,4. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir legen ihn gar nicht so weit weg. Wir falzen jetzt einmal rum und schauen, ob es passt. Wenn wir es flach legen, müsste es bündig sein. Das funktioniert schon mal gut. Also zwei Seiten gegenüberliegend sind immer gleich groß. Jetzt nehmen wir unsere Box, bevor wir hier was zusammenkleben, was nicht passt. Schieben das da rein und schauen, tada, es passt wie verrückt. Genau. Hier haben wir auf das letzte Stück, was übrig bleibt, also schon wieder den doppelseitigen Abreißklebestreifen drauf. Und dann falten wir das hier komplett rüber, gucken, dass es mittig aufliegt und in beide Richtungen passt es. Wenn da was übersteht, kennst du in dem Fall nicht den Papierschneider, die Schere, kennen wir noch von früher, ging ja nichts ohne Schere. Und dann passt das wirklich ziemlich straff. So soll es auch passen, weil wir könnten ja den Kalender immer noch aufhängen bei unseren verschiedenen Boxen und nicht, dass dann die Lade rausfällt. Ihm fällt die Lade runter, genau. Hier, du siehst meinen Streifen Designerpapier in, ja, wo habe ich es stehen, 6,7 cm mit der Mattung außen. Okay, passt auch. Den nehmen wir jetzt und legen ihn ein und schneiden uns daraus 4 Stücken. Und zwar, das erste Stück ist 4,6. Dann, je nachdem, wenn du ein Design hättest, dann würdest du die jetzt abwechselnd schneiden. Ich schneide noch eins in 4,6. Und hoffe, dass der Rest reicht für meine kleinen Stücken in 2,6. Das reicht. Genau. 2,6. So, und wenn du das jetzt ganz bunt haben möchtest, dann könntest du hier an diesen Zugflächen, also an die ganz kleinen Flächen, noch 2 Stück Designerpapiere zuschneiden, dann in den Maßen 2,5 mal 4,5 cm. Und du merkst, es sind immer 5 mm kleiner. Okay, und jetzt kleben wir das Ganze schön zusammen und freuen uns, dass das so eine schöne, schnelle Box ist. Wir arbeiten hier mal wieder mit Flüssigkleber, wenn wir nichts vorbereitet haben. Und setzen das hier drauf. Die Hosen sind oben und unten. Auch da kannst du natürlich sparen, wenn du das nicht beideseitig bunt haben möchtest. Andere Seite. Und dann gucken wir uns nochmal an, wie wir unseren Schub reinsetzen und wo wir die Zahl drauf bringen. Also es gibt ja hier eine Kante und wo die Kante ist, die ist bei mir mal am unsichtbarsten. Also drehe ich den Schub schon mal um, setze das so rum rein und mache hier oben meine Deckfläche drauf. So. Schön reinschieben. Ja, passt alles plan. Jetzt kannst du überlegen, was du da einpackst. Und wie gesagt, du könntest es jetzt, wenn du weißt, was du verpacken möchtest und das passt hier nicht, anpassen. Ja, nur haben wir diese Box so rum und ich dachte, wir variieren hier ruhig mal ein bisschen. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Es funktioniert. Funktioniert es oder funktioniert es? Ja, es funktioniert. Und zwar nehme ich den Designerpapierstreifen. Ich schaue, wenn es nicht funktioniert, ist das alles wieder beiseite. Und wollte die Zahl hier so dazwischen setzen, damit das eine schöne Unterlage hat. Aber so richtig glücklich bin ich damit nicht. Ich mache das ganz anders. Ich nehme den Streifen und schneide mir davon ruhig nochmal 2 Elemente in 4,6 cm zu. Weil wir wollen ja unsere Schachteln aus so einem Paket Designerpapier hinkriegen. Und da haben wir garantiert noch was übrig, weil es sind noch mal so kleine Stücken zwischendurch. Mit denen können wir wunderbar arbeiten. Und dann nehmen wir hier so ein Element. Wo ist meine Schachtel? Hilfe, meine Schachtel. Hier.
setzen das mal locker hier drauf. Warum nicht? Haben eine schöne farbige Unterlage. Ja, mal ein bisschen farbig schön dekorieren. Nehmen dann unsere fertig vorbereitete Zahl, einen Abstandsklebepunkt auf die Rückseite und bei diesem im schönsten Lichtpaket gibt es passend auch noch diese kleinen tollen Steinchen. Bling Bling. Passt also supi. Und hier nehmen wir mal die roten. Das ist auch wirklich passend zu den Farben, die hauptsächlich in dem Paket drin sind. So. Und das war's. Das ist auch so eine Box, wo man sagen kann, mache ich jetzt meinen ganzen Adventskalender damit oder 24 verschiedene Boxen. Ja, das ist die Box Nummer 7, die Matchbox. Wie du daraus eine Pop-Up-Matchbox machst, das zeige ich dir in dem Video vom letzten Jahr. Und weiter geht's dann demnächst mit der Box Nummer 8. Kannst dich schon freuen, so schaut sie aus. Es ist ein Glöckchen. Man kann sie gut befüllen. Ja, wie die gemacht wird, gefaltet, das im nächsten Video. Ich hoffe, dir hat meine Matchbox gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, dann verpasst du nichts. Frag, was für Fragen entstanden sind. Und ansonsten geht es hier weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich, ich freue mich auf dich.